Wir haben den 24. Dezember, also Heiligabend, und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie die Camper sich den Tag hier so auf dem Campingplatz in Südspanien gestalten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Fangen wir uns mal an. Es dreht sich natürlich viel um ein gutes Essen an diesen Tagen. Wir haben uns entschieden, am Heiligabend ein Rindersteak zu essen. Und an dem ersten Feiertag wollen wir dann einen Kaninchenbraten genießen. Vielleicht noch schnell ein paar Worte zum Wetter. So kalt, wie es hier jetzt im Moment in Spanien ist, hier in Südspanien, haben wir es noch nicht erlebt. Wir können uns jedenfalls nicht daran erinnern, dass es jemals so kalt war. Sieht man jetzt auch an unserer Kleidung. Wir müssen schon etwas Warmes anziehen. Der Campingplatz ist jetzt über die Feiertage voll belegt. Wobei hier in Spanien Feiertage, es gibt hier nur einen Weihnachtstag, also den zweiten Weihnachtstag gibt es hier in Spanien nicht. Wer keinen Strom braucht, der hat hier noch eine Chance auf dem Camping Mar Azul, und zwar im Stellplatzbereich. Dort gibt es noch freie Plätze, allerdings wie gesagt ohne Strom. Der Platz kostet dann 18 € und man kann alles innerhalb des Campingplatzes nutzen. Rita und ich sind, nachdem die Essensvorbereitungen beendet waren, nochmal über den Platz gegangen und haben festgestellt, es herrscht eine gute Stimmung, trotz des nicht so schönen Wetters. Richtig, Genau, richtig. hört sich alles gut an. Ja. Ja. Ja, Steaks Ja. sind ja ganz schnell gemacht. Könnte 5 Grad wärmer sein. Alles gut. Alles gut, ne? Camper sind ja gesellige Menschen, so haben sich einige Camper hier zusammengetan und genießen den 24. am Nachmittag. Die meisten Camper haben schon am Vormittag mit Freunden, Familie telefoniert oder geskypt und jetzt sind sie ein bisschen ausgelassen und feiern hier etwas. Das Ganze geht dann meistens bis maximal in den frühen Abend hinein. Rita hat hier ja die letzte Haco Weihnachtskugel verschenkt an einen Fan, der sich da sehr drüber gefreut hat. Nicht alle hatten einen Grund zum Feiern. Ich habe ein paar hier auf dem Platz getroffen, die hatten Pech. Und das erzählen sie uns jetzt gleich. Ja. Stell dich kurz vor, deinen Vornamen bitte. Mein Vorname ist Franz. Hallo Franz. Wir kommen aus Bayern Ja. und wir hatten gestern ein Erlebnis. Gestern war Heiliger Abend. Wir waren beim Einkaufen hier in Palermo und dabei wurden unsere Fahrräder gestohlen. Ja, und du hast die Fahrräder richtig, haben wir gerade drüber gesprochen, richtig gut angeschlossen. Die waren verschlossen, gesichert, Ja, du hast sie auch noch an den Fahrradständer Genau. angekettet. die waren angekettet, Also da muss jemand mit einem großen Gerät gekommen sein, Bolzen. das- Ja, abgeschnitten haben. ja. Und dann bist zur Polizei. Bis bei der Polizei gestern bis abends um 20 Uhr Ja, und das am Heiligen Abend, aber was will man machen? ja, richtig. Ja, da kann man nichts machen, man kann nur darauf hinweisen, Wirklich? dass die Leute vorsichtig sein sollen. Vorsichtig, abschließen alles, wirklich absichern. Ja, aber man sieht ja in diesem Fall, trotz starker Absicherung hat es nicht gereicht. Ne, passiert halt, ne? Passiert halt, ja. Das passiert in Deutschland auch. Passiert, das nicht kann nur überall passieren, überall genau, passiert, aber man muss eben, man weiß nicht, vielleicht sollte einer immer, wenn man zu zweit ist, einer draußen bleiben bei den Fahrrädern. Genau, das wäre sicherer, Ja, ja, dass man das wirklich macht und ja. da kann man beruhigt einkaufen. Franz, danke, dass du das Ja. hier kurz erklärt Ja, hast. Und wir können andere nur da ein bisschen mit Ja, vorwarnen. genau. Dankeschön. Ein bisschen Wünsche aufpassen. dir trotzdem noch schöne Festtage hier. Gut. Danke dir. Danke, gell? Ciao, ciao. Okay, ciao. Der Ort Palermo ist ja nur etwa 1 Kilometer entfernt und 1,5 Kilometer entfernt ist dort der Supermarkt Konsum und dort ist das Ganze passiert. Wie gesagt, das kann natürlich überall passieren, auch in Spanien, auch überall in Deutschland. Das Ganze ist passiert am Tag des Heiligen Abends in der Mittagszeit. Zufällig sehe ich unseren Nachbarn draußen mit Schürze, da habe ich ihn erst gefragt, was er denn da zubereitet. Der Nachbar ist am Kochen hier, am Vorbereitungen treffen. Ja, genau. Und
Oder was gibt's bei euch? Heute Ente. Ente gibt's bei euch. Ja, das ist ja auch ein leckeres Weihnachtsessen. Wir haben hier so ein kleines niedliches Mädchen. Ja. Ne? Ja. Männchen, ich weiß es nicht, was das war. Ja. Der Bürzel ist weg. Ja, schön. Und die kommt jetzt in den Backofen. Ja. Für 2 Stunden. Und das hast du mir gerade erzählt, die hast du in Salzwasser, Salzwasser eingelegt und dann kommt sie in den Backofen. 40 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser und dann geht das los. Ja, wunderbar. Ne? Wunderbar. Dann lasst es euch gut schmecken. Dankeschön. Einige Camper haben sich aufgrund der Wetterlage schon so einen Regenschutz gebaut, damit sie trocken zusammen sitzen können. Hier hatte man eine sogenannte Campertafel aufgebaut. Jeder bringt was mit und alle werden satt. Hier, hol mal eine Schüssel. Alles ist natürlich hier zwanglos. Wer dabei sein möchte, darf gerne hier dabei sein. Wer lieber für sich alleine ist, der muss natürlich da nicht mitmachen. Einige Camper sind ja schon über Jahre hier auf dem Campingplatz im Winter, aber es kommen immer wieder neue dazu oder es wechselt immer mal wieder. Aber alle sind herzlich willkommen. Runde hier. Ja. Ja, hallo. Ja, euch noch einen schönen Heiligabend hier. Und ja, alles gut. Jetzt nochmal zu unserem Kochgelegenheit hier. Und zwar haben wir ja einen Schrank und 2 kleine Tische. Das ist noch nicht so der ideale Zustand. Wir werden noch einen zweiten Schrank dazu kaufen und den daneben stellen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben für unsere E-Platten bzw. Induktionsplatten. Und einen kleinen Gaskocher haben wir hier auch noch. Da ist der Platz ein bisschen knapp. Wir kochen hier mit Strom vom Campingplatz und ich habe ja so ein Verbrauchs- oder so ein Messgerät dran, dass ich sehen kann, wie viel wir verbrauchen. Im Durchschnitt haben wir 2 Kilowattstunden am Tag verbraucht. Die Kilowattstunde kostet hier 45 Cent, also 90 Cent am Tag brauchen wir hier an Strom. Wir arbeiten ja ansonsten überwiegend mit unserer Solarenergie. Das reicht aber allerdings jetzt in den Monaten Dezember, Januar und teilweise Februar nicht. Da müssen wir einfach Strom dazu nehmen aus der Steckdose. Wenn wir ja natürlich komplett mit Gas kochen würden, würden wir noch etwas weniger Strom verbrauchen. Aber gut, alles kann man im Leben nicht haben. Wir haben natürlich am Vormittag auch mit unseren Kindern einen Videocall oder Videoanruf gehabt. Und unser Enkelsohn, einer unserer Enkelsöhne, hat heute auch noch Geburtstag. Da haben wir natürlich herzlich gratuliert. Auf dem Campingplatz ist es jetzt am Abend auch ruhig geworden. Das Restaurant hat noch geöffnet, also wer nicht selber kochen wollte, konnte hier noch bis 19:30 Uhr essen gehen. Das Restaurant hat dann bis 20:30 Uhr geöffnet. Einige haben sich in den Vorzelten zusammengesetzt, um den Heiligabend noch etwas zu genießen und ausklingen zu lassen. Wir mussten noch abwaschen. Und so ging es dann zum Abwaschen und da haben wir unsere Nachbarn noch getroffen und ja, die haben uns dann berichtet, was sie so gekocht haben. Mensch, Hago, ich dachte, Ja. du willst abwaschen. Du, Rena, wie war das denn heute Abend bei euch, so mit Heiligabend? Das war sehr schön. Wir haben erst mit den Kindern geskypt. Dann waren ja. wir per Live-Schalte beim Geschenke auspacken. Oh, Ja, und dann haben wir lecker gegessen, Rouladen mit Rotkohl Ja, und du- Kartoffeln. du hast mir erzählt, du hast hier spezielle Rouladen gekauft. Ja. Hier beim Schlachter Metzger, ich weiß nicht. Beim Schlachter hier in Palermo. Ja. Ja, die waren ungefähr so lang. Oh Mann, ja, das ist ja wie große Fische. Ja, die habe ich in der Mitte durchgeteilt und Ja. habe dann 4 Rouladen gemacht und den Rest eingefroren. Ja, das Viel war, zu viel. das war jetzt für Heiligabend. Ja, und für morgen. Ach, für morgen, also erst ein Feiertag. Morgen brauche ich nur Eigentlich warm ist, machen. eigentlich isst man ja so Heiligabend Bockwurst mit Kartoffelsalat. Nee, Nee. aber nicht bei Tams. Ach so, nicht verdammt. Nicht bei Tams. Da gibt's was anderes. Da gibt es was anderes. Ja, danke schön für eure Auskunft. Sehr gerne. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Jo, gleichfalls. Ciao. Und so hast du dich um das Abtrocknen gedrückt. So haben wir uns dann beim Abwaschen verabredet, dass wir gemeinsam den Heiligabend hier in deren Vorzelt ausklingen lassen wollen.
Nach 2 Tagen nicht so schönem Wetter war es am zweiten Feiertag, den es hier in Spanien ja nicht gibt, wie ich schon gesagt habe, wieder schönes Wetter, blauer Himmel, die Sonne war da, die Temperaturen waren noch etwas verhalten, aber es ging schon mit kurzer Hose und T-Shirt. Vom Campingplatz aus haben wir einen Blick in die Sierra Nevada, das ist ein Gebirgszug hier in Südspanien. Dort gibt es Berge mit über 3000 Meter Höhe und man sieht, dort liegt auch ordentlich Schnee. Das Meer hat jetzt noch eine Wassertemperatur von etwa 15 Grad. Beim letzten Video habe ich ja über die Bungalows hier kurz berichtet, beziehungsweise ein Ehepaar interviewt, die hier in einem Bungalow wohnen. Und jetzt kam die Frage auf, was kostet denn so ein Aufenthalt beziehungsweise ein Monat hier in so einem Bungalow? Und da habe ich mich erkundigt, man zahlt ungefähr 800 € im Monat. Strom kommt noch dazu, wird nach Verbrauch berechnet, Kilowattstunde 45 Cent. Ich habe vor einiger Zeit Innenaufnahmen von einem dieser Bungalows gemacht und ich weiß, dass zum Beispiel Kinder von Langzeitcampern, die hier auf dem Platz sind, darin wohnen. Die besuchen ihre Eltern hier auf dem Platz und verbringen dann eine gewisse Zeit hier und können hier gut in diesem Bungalow wohnen. Von einigen Langzeitcampern kommen dann manchmal auch Freunde, die wohnen dann auch hier in so einem Bungalow. Anreise erfolgt dann häufig über den Flughafen Malaga, ca. 150 Kilometer von hier. Was ich auch gehört habe, ein Camper, dessen Wohnmobil hier in der Werkstatt war, was repariert werden musste, was einige Tage dauert, der hat hier auch in so einem Bungalow gewohnt. Diese Bungalows kann man auch online buchen auf der Webseite vom Camping Mar Azul. Ich habe mal drauf geschaut, es sind jetzt im Januar, Februar auch noch freie Bungalows. Das heißt also, man könnte noch was anbieten, wenn man da Lust drauf hat. Wir haben ja 3 Jahre den Jahreswechsel auf dem Camper Area Mazarrón verbracht. Dieses Jahr sind wir auf dem Camping Mar Azul. Und da gibt es traditionell das Neujahrsschwimmen. Und darauf freut Rita sich schon. Mal schauen, wie viele Camper daran dieses Jahr teilnehmen. Das war's für dieses Jahr. Rita und ich sagen Dankeschön, wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und würden uns natürlich freuen, wenn ihr im nächsten Jahr wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Bye bye, bis zum nächsten Mal.